ich bin die Jenny und ich starte heute meinen Camino Fortes Central. Wenn du Lust hast, mich zu begleiten, dann bleib gerne hier. Ich starte heute ein bisschen später, da es genieselt hat und ich dann beschlossen habe, meinen Mate noch im Hostel zu trinken. Und ich hoffe, dass es trocken bleibt. Ansonsten habe ich meinen Regenponcho schon bereit. Dann schauen wir mal, was der Weg so bringt. Hier direkt an der Kathedrale gibt es das Café Kathedral und hier habe ich mir meinen ersten Stempel geholt. Das erste Stück musste ich auch wieder die schönen Gassen Richtung Rio Douro runter. Aber nicht ganz. Aber von den Pfeilen her ist es sehr mager. Ich bin froh, dass ich mir das Kartenmaterial runtergeladen habe. Auch von den Temperaturen her ist es heute ein bisschen schwierig. Mit Jacke ist es zu warm, mir läuft das Wasser runter, aber ohne ist es zu kalt. Aber ich kämpfe mich schon durch. Auf meinem Weg komme ich an einem Humana Second-Hand-Laden vorbei und nach meinem letzten Camino hatte ich in den Second-Hand-Läden von Humana, die über die ganze Stadt verteilt sind, tolle Schnäppchen gemacht. Wenn ich zurück vom Jakobsweg bin, werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Second-Hand-Shopping machen. Die haben teilweise echt schöne Sommerkleider, wie man sie bei uns in Deutschland nicht findet. Viele überspringen ja die erste Etappe, da sich der Weg aus Porto raus ziemlich zieht und teilweise wohl nicht so schön ist, aber ich für mich sage, ich möchte den kompletten Weg gehen, bis auf bei der Espiritual-Runde Variante, da möchte ich die Bootfahrt natürlich genießen, aber ansonsten möchte ich einfach komplett gehen, auch wenn teilweise nicht so schöne Abschnitte dabei sind. Und manchmal entdeckt man dann ja auch schöne Ecken. Die Wegmarkierung ist übrigens dann auch ziemlich schnell besser geworden. Das war nur das erste Stückchen und da war es halt auch verwirrend, weil man nicht weiß, ob es auf den Küstenweg oder auf dem Weg ins Landesinnere führt. Aber inzwischen ist die Markierung echt gut. Und die ersten 4 Kilometer habe ich auch schon geschafft. Es geht voran. Hinter mir ist ein Supermarkt, der Supermarkt Continente. Und die Chance habe ich genutzt, um eine Toilette aufzusuchen. Also falls du auch diesen Weg gehst, hier kannst du deine Blase mal entleeren. Die Toiletten waren auch sehr sauber. Weil gerade in so städtischen Randgebieten ist es ja immer schwer, eine Toilette oder dann eine Bar oder ähnliches zu finden. So war das eine gute Lösung und es kann weitergehen. Ich habe gerade die ersten anderen Pilger getroffen. Bisher ist es noch sehr spärlich, aber ich glaube, dass viele diese Etappe einfach überspringen. Ich weiß auch noch nicht, wie weit ich heute gehe. Es gibt Hostels in der Nähe vom Flughafen, das ist mir zu kurz, das sind nur 13 Kilometer. Dann habe ich in Mosteiro bei ca. 18,5 Kilometern eine Möglichkeit. Die werde ich mal anpeilen. Und die nächste ist dann in Vairão oder Vilarinho bei 25 bzw. 26 Kilometern. Aber wir schauen einfach mal. Ich habe nichts reserviert und lass mich einfach treiben und hoffe, dass ich das nicht bereue. So, die ersten 10 Kilometer sind geschafft. Schauen wir mal, was der Weg heute noch so bietet. Zur Sicherheit hatte ich mir GPS-Daten für die Route heruntergeladen, aber die stimmen nicht ganz überein.
Also meine Pfeile gingen jetzt weiter geradeaus. Ich hätte nach rechts abbiegen sollen. Dann habe ich auf mappy.com nachgeschaut und der sagt auch, dass der Camino weiter geradeaus nach Morena geht. Also folge ich jetzt einfach mal den Pfeilen und nicht meiner GPS-Route. Hier ist es wirklich schön. Das ist in Morera von der Brücke aus. Also bis auf den kleinen Bachlauf war die Route bisher echt nicht besonders schön. Aber ja, es ist halt so. Das ist immer, bis man aus der Stadt draußen ist es, ja, es zieht sich. Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt von der Straße weg bin. Das war gar nicht schön mit den teilweise großen LKWs an dem schmalen Streifen. Das ist sehr cool. Ich bin jetzt immer noch am Hin und Her überlegen mit der Unterkunft. Inzwischen bin ich bei 14 Kilometern und bei 18,5 Kilometern hätte ich eine Unterkunft, eine günstige oder halbwegs günstige. Aber die ist super schlecht bewertet. Man schläft auf Paletten, es ist überall Schimmel und so weiter und so fort. Und auf Booking wird sie für bare 30 € angeboten. Und wenn man aber seinen eigenen Schlafsack nimmt, ist es wohl günstiger laut der Homepage. Die nächste Pilgerherberge ist allerdings erst 8 Kilometer weiter. Und ich weiß nicht, ob ich das meinen Füßen zumuten soll. Naja, mal schauen. Ich werde mich noch entscheiden. Hier habe ich zum Mittag gegessen. Und nun geht's weiter. Ich habe nun ein Restaurant gefunden, das ein ziemlich günstiges Mittagsessen angeboten hat. Also verschiedene Gerichte für 110 €. Allerdings solltest du da aufpassen, weil Olivenbrot und Butter extra berechnet werden und die schlagen dann nochmal ordentlich zu Buche. Also für mein Hauptgericht habe ich 7,20 € bezahlt, für Oliven 1,50 €, für das Brot 1,90 € und für die Butter 85 Cent. Also da solltest du eventuell aufpassen, wenn du Kosten sparen willst. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass Brot, Butter und Oliven ungefragt auf den Tisch gestellt wurden und ich dachte somit, dass es im Preis enthalten wäre. Ich liege an der Straße entlang weiter durch ein Industriegebiet mit einer viel befahrenen Straße. Hier hat man gar keinen richtigen Gehsteig und ich fahre hier wie verrückt. Immerhin gibt es ein paar Schafe. Es wird ländlicher, also kann es nur besser werden. Jetzt wird es ländlicher und schöner. Das sind irgendwelche Sportgeräte. Sieht auf jeden Fall schön aus mit den blühenden Blumen. Nach langen Etappen kann das Pflaster die Füße ganz schön killen. Ich habe mich übrigens entschieden, wenn ich ein Bett bekomme, die näher gelegene Unterkunft, also nach knapp 20 Kilometern zu nehmen. Ich möchte meine Füße nicht am ersten Tag gleich so überstrapazieren. Deswegen schaue ich mal, ob ich da ein Bett bekomme. Und ansonsten muss ich halt weiterziehen. Aber das wären dann nochmal, ich glaube 7 Kilometer oder so zusätzlich. Das wäre dann ganz schön hart. Also drück mir die Daumen, dass es klappt. Und dass die Unterkunft nicht so schlecht ist wie ihr Ruf. Aber wie gern würde ich jetzt im Wald laufen. Das wäre schöner wie an der Straße. Und hier ist die Alberge, bei der ich mein Glück versuchen werde. Drück mir die Daumen und ich melde mich dann nochmal. Hallo zusammen. Ich habe gestern mein Video gar nicht mehr beendet, da ich dann in der Unterkunft untergekommen war und mit Duschen, Wäsche waschen
und Gesprächen mit den anderen Pilgern beschäftigt war. Deswegen schließe ich meine heutige Pilgeretappe, also meine gestrige Pilgeretappe heute Morgen. Und ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und gib mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!